Wie kann man aus Dingen, die man normalerweise wegwerfen würde, süße Osterhasen basteln? Ich habe hier eine Toilettenpapierrolle, einen Eierkarton und eine Streichholzschachtel und zeige dir, wie du daraus Hasen basteln kannst. Da wir Müll verwenden, sparen wir Geld bei den Materialkosten und sind außerdem nachhaltig. Oder zumindest nachhaltiger als so manch anderes DIY. Willkommen bei der Lifehackerin. Ich freue mich schon total, am Ende des Videos alle 3 Häschen nebeneinander zu sehen. Aber zuerst liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir müssen die Hasen ja zuerst basteln. Und wir starten mit der Toilettenpapierrolle. Nebst der Klorolle brauchen wir noch etwas dickeres Papier in der gleichen Farbe wie die Rolle, Bleistift und Schere, Kleber, weiße Acrylfarbe und Pinsel sowie einen schwarzen dünnen Filzstift. Als erstes zeichnen wir auf das Papier 2 Ohren und schneiden diese aus. Die Größe kannst du frei wählen. Ich persönlich finde, sie sehen toll aus, wenn sie nicht zu klein sind. Und da wir danach noch ein Stück davon an die Rolle kleben, mache ich sie so hoch wie die Rolle selber. Nun malen wir mit Farbe den Bauch des Hasens weiß, ebenfalls den inneren Teil der Ohren und lassen das anschließend trocknen. Die Ohren werden mit Kleber von hinten an die Rolle geklebt. Ich knicke bei einem Ohr noch die Spitze ein, das sieht extra süß aus, oder? Mit dem Stift malen wir nun noch Augen, Nase, Mund und Schnurrhaare auf. Und fertig ist unser erster Dekohase. Ich kann mir den gut auf dem Tisch oder in einem Regal vorstellen, allenfalls auch gleich mehrere davon, so als ganze Hasenfamilie. Süß, nicht? Und wirklich einfach und schnell gemacht. Weiter geht's nun mit Nummer 2. Diesen basteln wir aus Eierkarton. Dazu brauchen wir wiederum die Schere, Kleber, weiße Acrylfarbe und Pinsel, den schwarzen Stift und zusätzlich noch einen rosafarbenen. Ich verwende hier einen Farbstift. Optional noch eine Blankokarte oder eine, die schon einen Schriftzug zu Ostern darauf hat. Dieses Mittelteil gibt den Kopf des Hasen, also schneiden wir dieses aus dem Eierkarton aus. Aus einem zweiten Mittelteil schneiden wir 2 Ohren. Bei den Ohren malen wir wiederum den inneren Teil weiß und lassen sie trocknen. Auf den Kopf malen wir 2 Punkte als Augen und einen größeren rosa Punkt als Nase. Ohren von hinten an den Kopf kleben und fertig. Den Hasen kannst du theoretisch so hinstellen oder legen oder ihn noch auf eine Unterlage kleben, zum Beispiel die vorher bereits gezeigte Karte. Mit dieser Karte kannst du zum Beispiel zum Osterbrunch einladen, du kannst sie aber auch als dekoratives Bild auf den Tisch stellen oder natürlich an die Wand hängen. Für den dritten Hasen brauchen wir die leere Streichholzschachtel. Und auf die Gefahr hin, dass es langweilig wird, brauchen wir wiederum weiße Acrylfarbe und Pinsel, Bleistift und Schere, den schwarzen Filzstift und auch wieder das Papier. Die Schachtel malen wir als erstes mit weißer Farbe an. Falls du eine Blanko-Streichholzschachtel aus dem Bastelbedarf hast, entfällt dieser Schritt. Aber mir ging es in diesem Video ja auch darum zu zeigen, wie man die Dinge aus Müll basteln kann. Danach trocknen lassen. Aufs Papier zeichnen wir die übrigen Teile. Wir brauchen 4 halbrunde Stücke für Körper und Kopf, vorne und hinten. Die sollten so breit sein wie die Schachtel und über die Mitte ragen. Dazu brauchen wir noch 2 Ohren, die sind wieder beliebig groß. Und dann noch die Füße, entweder einzeln oder direkt miteinander verbunden.
Hier achte ich darauf, dass dieser hintere Teil etwa so groß ist wie die schmale Seite der inneren Schachtel. Nun alles ausschneiden. Die Ohren male ich innen abermals mit etwas weißer Farbe an und lasse sie kurz trocknen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füße in die Schachtel kleben. Hinten werden 2 halbrunde Stücke geklebt, einmal von unten und einmal von oben. Vorne ebenfalls von unten. Und bevor wir das Kopfstück ankleben, kommen zuerst die Ohren. Diese werden seitlich noch etwas eingeknickt und flach gedrückt. Außerdem knicke ich oben, wie beim ersten Hasen, ein Ohr nach unten. So auf die Schachtel kleben. Anschließend den Kopf drüber. Augen, Nase und Schnurrhaare wie gehabt aufmalen. Wenn du magst, kannst du hinten noch einen kleinen Wattebausch als Schwänzchen anbringen. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss, denn hier im Bauch des Hasen können wir nun noch ein paar Zuckereier verstecken. Oder eben ein paar Tic-Tac. Ich bin gespannt, wer die an Ostern findet. Sind sie nicht süß, unsere 3 Hasen? Und sie sind schnell und einfach gemacht, ohne viel Material. Ich wünsche jetzt schon viel Spaß beim Basteln. Weitere Osterideen von der Lifehackerin findest du in dieser Playlist. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann. Tschüss.